Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Do you know, Weißt du, Paul expressed that too. Paulus drückte dies auch aus. You know, Paul was a man who was very, very loving. Paulus war ein sehr, sehr liebender Mann. But he was a man that was also very, very aggressive for the things of the kingdom. Doch er war auch sehr aggressiv, wenn es um das Königreich Gottes ging. You know, I really love Acts 16. Ich persönlich liebe Apostelgeschichte 16 sehr. I've preached about it many times from many different angles. Ich predigte darüber oft aus vielen verschiedenen Blickrichtungen. You know the story when they threw Paul and Silas in the prison. Du kennst die Geschichte, als sie Paulus und Silas ins Gefängnis warfen. They beat their backs until they were bleeding and locked the feet in a stock. Sie schlugen ihre Rücken, bis sie bluteten und legten ihre Füße in einen Stock. And then you know verse 25 says, Dann im Vers 25 steht: but at midnight Paul and Silas were praising God and the prisoners heard it. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. And the prison door opened. Die Gefängnistüre öffnete sich. The prison master got saved. Der Kerkermeister wurde errettet. And then he told them that they were Romans. Und dann sagten sie, dass sie Römer sind. Now he got scared. Da fürchtete er sich, Because it was against the law to put a Roman in prison without a proper trial. weil es gegen das Gesetz war, einen Römer ohne ordnungsgemäßen Prozess ins Gefängnis zu stecken. So what happened? Was passierte? When they told it to the government officials, Als sie dies den Regierungsvertretern sagten, here is what they said. sagten sie Folgendes: Please tell them to leave our city. Bitte sage ihnen, dass sie die Stadt verlassen sollen. Suddenly, that lover Paul became the warrior Paul. Plötzlich wurde der Liebhaber Paulus der Kämpfer Paulus. He became a warrior for justice. Er wurde ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. He said something like this. Er sagte so ähnlich: They put us as Romans into prison without a trial, and now they think they can just quietly move us out of town? No way. Sie warfen uns Römer ohne Verurteilung ins Gefängnis und denken, dass sie uns bei Nacht und Nebel aus der Stadt bringen? Auf gar keinen Fall. You bring these guys here. Bringe die Leute her. And they had to come and beg them to leave the place. Und sie mussten kommen und sie darum bitten, dass sie den Ort verlassen. You see, Paul was a warrior. Du siehst, Paulus war ein Kämpfer. Paul was not afraid of confrontation. Er hatte vor Konfrontation keine Angst. Look what he says in Galatians. Schau, was er im Galaterbrief sagt. When Peter was a hypocrite, Als Petrus ein Heuchler war and he told the people not to eat with the Jews, und den Leuten sagte, nicht mit den Heiden zu essen, but he himself had done that, aber er selber hatte das getan, the lover Paul turned into a warrior. da wurde aus dem Liebhaber Paulus der Kämpfer. He was warring for justice and the truth. Er kämpfte für Gerechtigkeit und die Wahrheit. He actually says, I have withstood Peter to the face in front of everybody else. Er sagte, ich widerstand Petrus ins Angesicht vor allen anderen. How could he be such a warrior? Wie konnte er so ein Kämpfer sein? I think he learned it from Jesus. Ich denke, er lernte es von Jesus. He loved righteousness, but he hated lawlessness. Er liebte Gerechtigkeit und hasste Gesetzlosigkeit. But look what it says in Acts chapter 20. Schau, was in Apostelgeschichte 20 steht. Here it says, in verse 17, and when he had said these things, he knelt down and he prayed with them all. I think it's verse 36. Im Vers 36, und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Look at verse 37. Dann Vers 37. Then they all wept freely and fell on Paul's neck and kissed him. Es entstand aber lautes Weinen bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. You see, Paul was a man of such deep love Paulus war ein Mann solch tiefer Liebe, that when he said that they would not see him anymore, they all were on their knees hugging him and crying. wenn er das sagte, dass sie ihn nicht mehr sehen werden, knieten sie alle nieder, umarmten ihn und weinten. Who wrote us 1 Corinthians 13 was Wer schrieb 1. Korinther 13? Es war Paulus. who wrote us Ephesians 6 that says we wrestle not against flesh and blood but against the tricks of the devil. Wer schrieb uns Epheser 6? Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Tricke des Teufels. Who wrote that we wrestle in prayer? Wer schrieb, dass wir im Gebet ringen sollen? And who wrote that unless we love radically, nothing is worth anything? Wer schrieb, dass außer wir radikal lieben, nichts irgendeinen Wert hat?
You see, Paul was extremely confronting. Paulus war extrem konfrontierend. When you are together next time and I'm with you in spirit, hand him over to Satan. Wenn ihr euch das nächste Mal trefft und ich im Geist bei euch bin, dann übergebt ihn den Teufel. He was warring for the purity of the church. Er kämpfte für die Reinheit der Kirche. And what he wrote in the next letter? Was schrieb er im nächsten Brief? Hey guy, he repented. Be nice to him. Hey Leute, er bereute, seid nett zu ihm. Don't overburden him. Überfordert ihn nicht. So Paul, in the same person, carried the nature of a warrior and the nature of a lover. Paulus trug in derselben Person das Wesen eines Kämpfers und des Liebhabers. The more we can learn to embrace both parts of this nature, Je mehr wir lernen können, beide Wesen zu umarmen, the more we will reflect Jesus. desto mehr werden wir Jesus widerspiegeln. But you know, many people that I know, they're either all lovey, or all confronting, warring. Viele Menschen, die ich kenne, sind entweder Liebe oder alles konfrontierend und kämpfend. Jesus was both. Jesus war beides. Absolutely both in one person. Absolut beides in einer Person. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.